Du triffst in deinem Leben immer auf Partner, die das gleiche Trauma erleben haben wie du, die gleichen Themen haben wie du, weil da treffen sich zwei, die sich spüren. Das ist was Unausgesprochenes. Das findet auf einer Ebene statt, die wir gar nicht wirklich greifen können und die aber ein Wiedererkennen ist. Es ist etwas Stilles, Unausgesprochenes und auch schwer Erklärbares, ist aber auch erforscht mittlerweile. Das heißt, du wirst immer auf jemanden treffen, der einen ähnlichen Erfahrungs-Background hat wie du. Und diese Person wird dich anziehen. Und dann wäre jetzt die Aufgabe, wenn wir eine gesunde Beziehung entwickeln wollen, das zu verstehen und einen gemeinsamen Weg der Heilung, weil gesunde Bindung kannst du entwickeln. Also in Bindung werden wir verletzt und in Bindung heilen wir. Also wenn mir sowas passiert, dass ich mich von einer Frau so runterziehen lasse, nenne ich das jetzt mal, dann ist es oft bei Frauen, die auch stark traumatisiert waren, interessanterweise. Weißt du, dass sie traumatisiert? Ja, Okay. also sie hat mir das erzählt, dass auch Missbrauch in der Familie, ihr Ex-Partner hat sie sehr schlecht behandelt auch und gegen ihren Willen auch sexuelle Handlungen vollführt. Und ich merke, wenn mir sowas jemand erzählt, ich glaube, ich bin dann empathischer vielleicht als andere Menschen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Oder ich meine, ich wurde nicht missbraucht oder so, zumindest sexuell missbraucht nicht. Aber Aber ich habe auch, traumatisiert auch, schon. auch traumatisiert. Und ich kann das einfach sehr nachempfinden. Und wenn diese Kombination kommt, dann kommt bei mir so absolutes Ja, Verständnis, Empathie, ja, ich kann sie so fühlen, ja, ich will dir vielleicht auch für sie da sein. ja, Und dann noch in Kombination mit diesen ganzen anderen, was ich ja ja. gerade erzählt habe, habe ich gemerkt, das ist für mich Das ist für dich eigentlich toxisch. toxisch, ja? Das ist für dich giftig, weil jetzt würde Dr. Gabor Maté würde sagen, du triffst in deinem Leben immer auf Partner, die das gleiche Trauma erleben haben wie du, die gleichen Themen haben wie du, weil da treffen sich zwei, die sich spüren. Das ist was Unausgesprochenes. Das findet auf einer Ebene statt, die wir gar nicht wirklich greifen können und die aber ein Wiedererkennen ist. Es ist etwas Stilles, Unausgesprochenes und auch schwer Erklärbares, ist aber auch erforscht mittlerweile. Das heißt, du wirst immer auf jemanden treffen, der einen ähnlichen Erfahrungs-Background hat wie du und diese Person wird dich anziehen. Und dann wäre jetzt die Aufgabe, wenn wir eine gesunde Beziehung entwickeln wollen, wäre die Aufgabe, das zu verstehen und einen gemeinsamen Weg der Heilung, weil Menschen können sich in einer Beziehung heilen. Also du kannst traumatische Beziehungserfahrung haben und kannst, wie Steffi auch schon mal gesagt hat, du kannst gesunde Bindung kannst du entwickeln. Also in Bindung werden wir verletzt und in Bindung heilen wir. Ja? Und das ist, finde ich, für uns alle, weil irgendwie gibt es viel Trauma generell in unserer Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen und auch in verschiedenen Größenordnungen natürlich. Aber wenn wir erkennen, dass wir alle irgendwo, das sagt auch Gabor Maté so schön in seinem Buch vom Mythos des Normalen, sagt er, wer nicht traumatisiert ist, wer nicht süchtig ist, werfe hier mal bitte mit dem ersten Stein aus dem Glashaus heraus. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir die Möglichkeit, in Bindung und in Beziehung zu heilen. Indem wir es aber nicht nutzen, um uns gegenseitig noch mehr zu verletzen, sondern zu sagen: „Ey, ich habe dich so gespürt, weil du was Ähnliches erlebt hast wie ich.“ Das heißt, wir erkennen uns wieder und darin liegt eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial für eine Beziehung, wenn nicht das Trauma dann in dieser Beziehung reinszeniert wird, ja? Und vermutlich wird dir das immer wieder passieren, weil du solche Frauen anziehst und auch intensiver spürst als eine, die nichts von all dem erlebt hat. Wie war das bei dir, Britta? Hast du in der Vergangenheit so ein Muster erkannt, dass du gewisse Männer immer wieder anziehend fandest? Hm.
Also, ich hatte immer so 'n Bild, das ist meiner narzisstischen Urstruktur geschuldet, dass ich einen Mann an meiner Seite brauche, der so 'n riesiges Alpha-Tier ist. Ja, so 'n eigentlich so 'n krasser Narzisst, ne, so Mhm. erfolgreich, so bäm, hier komme ich. Wissend aber, dass das überhaupt nicht gut für mich wäre. Das war eher so 'ne Fantasie, weil ich eigentlich einen Mann brauche und mir 'n Mann guttut, der, ähm, sehr bodenständig ist, der sehr klar ist und auch eher so was Beschützendes hat. Und zum Glück habe ich habe eine sehr lange Ehe gehabt und zum Glück habe ich so einen gehabt, ähm, und habe aber immer so irgendwo so 'n Gefühl gehabt von: „Oh, so 'n Alpha-Tier-Mann fände ich auch noch mal so richtig gut." Weil ich habe ja auch diese Anteile und das gibt ja auch so 'n da ist ja auch so 'ne Energie drin. Und jetzt, scheine ich jemandem begegnet zu sein, der das beides so 'n Stück weit bindet, ne? Also 'n bodenständiger, sehr sensibler Mann, der aber auch so 'ne Alpha-Tier-Seite hat und 'ne ganz besondere Kombi habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Also, mal gucken. Aber ich würde sagen, hm, auch ich habe immer Partner gehabt, bei denen ein Erkennen da war der Verletzungen, die sie erlebt haben. Und es gibt niemanden, der keine Verletzungen erfahren hat, ja. Wir möchten über toxische Beziehungen heute sprechen. Was ist für dich 'ne toxische Beziehung? Also, ich verwende erst mal grundsätzlich lieber den Begriff destruktive oder ungesunde Beziehung, weil bei toxisch springt bei allen immer sofort so was an, so mit diesem inflationären Begriff, ne? Also, der Typ ist schon toxisch, wenn er einmal nicht rechtzeitig, schnell, sofort auf deine Nachricht geantwortet hat. Eine ungesunde Beziehung ist überwiegend dadurch geprägt, dass du mit dem, was du bist oder wie du bist, nicht gesehen und nicht angenommen wirst. Und du sollst ein Bild erfüllen, du sollst als Projektionsfläche dienen für die Bedürfnisse von jemand anderem, den aber deine eigentlich nicht wirklich interessieren. Und dann, wenn man es dann 'n bisschen ausführt, ein bisschen detaillierter, ist die ungesunde Beziehung die, in der du, um deine Meinung zu vertreten, diskutieren oder dich verbiegen musst, in der nicht mit dir auf Augenhöhe gesprochen wird, sondern eher über dich oder hinter deinem Rücken, in dem du Liebe bekommst nur zu bestimmten Bedingungen, in denen es Liebesentzug gibt, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst oder eben authentisch bist, in der du dich sehr anstrengen und bemühen musst, um Harmonie und Frieden in der Beziehung zu haben. Denn eine gesunde Beziehung ist im Gegenstück dazu etwas, was sehr selbstverständlich ist, wo du ein Gefühl hast von Anfang an: „Hier bin ich richtig. Hier bin ich zu Hause. Hier darf ich so sein, wie ich bin." Das dann später auch bedeutet trotzdem, ne: „Ich bin so, du bist anders, wir haben Unterschiedlichkeiten, wir müssen uns zusammenraufen." Aber die ungesunde Beziehung ist die, in der du nicht so sein darfst, wie du bist. Okay, wir haben ja das Gespräch geöffnet mit so 'ner, ich sage jetzt mal, toxischen oder destruktiven Begegnung aus meiner Sicht 'Ne und, verletzende genau, Begegnung, verletzende ne? Begegnung und jetzt sprechen wir sozusagen, ne, von der verletzenden Beziehung, also etwas, was dann zusammenkommt und dann repetitiv durch die Länge der Beziehung halt destruktiv ist, vielleicht nur für eine Seite erstmal. Und du hast gesagt im Vorgespräch, dass es verschiedene Dinge gibt, die den Ausstieg aus solchen Beziehungen stark erschweren. Was sind das für Dinge? Also, das Erste, was einem einfällt und was sehr oft auch zutrifft, ist: Du bist es gewohnt, schon immer solche Beziehungen zu haben. Das heißt, es hat schon angefangen in deiner Herkunftsfamilie, dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein musstest, damit du in diesem System gut überleben kannst. Das heißt, du musstest entweder sehr angepasst sein oder du musstest besonders viel leisten. Und dann hast du eine gewisse Menge an Anerkennung, Liebe, Versorgung, was auch immer bekommen.
Das heißt, die Menschen, die so groß geworden sind, suchen sich automatisch, das ist im Prinzip in ihrem System gespeichert, sowohl auf einer epistemischen, also im Gehirn, in der kognitiven Ebene, als auch auf der neurobiologischen, der physischen Ebene ist dieses Muster gespeichert. Ah, okay, wenn ich so und so bin, dann werde ich geliebt. Da suchst du dir automatisch immer wieder solche ähnlichen Beziehungsmuster. Das ist ein Automatismus. Die ziehen sich dann wie, die Biene mit dem Honig oder ne, die Biene mit der Blüte, ziehen sich magisch an und repetieren, reinszenieren diese Beziehungsmuster. Das ist aber eher so das Einfache, dass man immer denkt, ja klar, Menschen, die in ungesunden Beziehungen sind, die haben diesen ganzen Mist ja schon erlebt und deswegen ist ja klar, die kennen es nicht anders, die landen da und bleiben da auch. Es ist aber komplexer, weil es gibt auch Menschen, die zum Beispiel sehr sensibel sind. Menschen, die sehr feinfühlig sind, Menschen, die sehr optimistisch sind. Die haben in total gesunden Beziehungen gelebt, aus gesunden Familien. Und dann kommt dann so jemand, der so irgendwie so ganz anders ist und vielleicht auch so ein bisschen nicht so nett oder plötzlich übergriffig. Und dann denkt man so: „Hä? Ich glaube, ich habe mich vertan. Nein, das kann doch gar nicht sein“, ja? Und dann springt so ein Muster an von: „Ja, also, ich weiß ja, wie gesunde Beziehung geht. Ich kann dir das ja zeigen“, ja? Oder: „Ich kann dir ja helfen, dich zu ändern“, ja? Oder auch Menschen, die zum Beispiel gerade sehr, sehr verletzt wurden, die also gerade auch eine große Verletzung erlebt haben, die sind auch empfänglich für jemand, der dir erstmal ein gutes Gefühl gibt und dich dann und einlullt und dich dann aber fertig macht, ja? Und was zum Beispiel, Menschen, die stark narzisstisch akzentuiert oder gar persönlichkeitsgestört sind, lieben, ist, sich sehr starke Partner zu suchen, also so Trophäenpartner, Partnerinnen, gut aussehend, erfolgreich, toll, auch empathisch, liebenswert, weil die für die Nahrung sind, ne? Die ziehen sich dann aus denen alles raus und wenn sie ausgelutscht haben, werfen sie im Prinzip weg. Das wertet ja auch die narzisstische Persönlichkeit auf, wenn du an deiner Seite einen Partner oder eine Partnerin hast, der oder die toll ist, ja? Deswegen, jeder kann sich potenziell in jemanden verlieben, der für ihn oder für sie ungesund ist. Das kann jedem von uns passieren. Nur der Scheideweg ist an dem Punkt, wie man dann damit umgeht. Merke ich: „Okay, das fühlt sich gar nicht gut an hier, ich gehe“, oder: „Das fühlt sich nicht gut an, aber das kenne ich ja. Und wenn ich mich jetzt mehr anstrenge und mehr verbiege, dann wird das schon“, ja? Und darin unterscheidet sich eigentlich nur der Mensch mit dem wirklich stabilen, gesunden Selbstwert, der sagt: das lasse ich mir nicht bieten“, von dem, der eben vielleicht bindungstraumatisiert ist, schon schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht hat und so weiter.